Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matejevs. Egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Heute habe ich ein Projekt aus unserer Ready-to-Sew-Kategorie dabei. Das Bunny-T-Shirt ist mit seinem Oversize-Schnitt super lässig und man kann es super vielseitig kombinieren. Und die Bunny-Illustration von uns gibt ihm auch noch das gewisse Etwas und das nicht nur im Frühjahr. Das Bunny-T-Shirt ist auch für die absoluten Anfänger unter euch geeignet, denn wie immer zeige ich euch alles Schritt für Schritt und ihr macht mir am besten direkt nach. Pausiert dann einfach, wenn ihr es genau braucht und macht mir alles genauso nach, wie ich es vormache. Dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Solltet ihr vorher noch nie an der Nähmaschine gesessen haben, schaut euch bitte unbedingt unser Grundlagenvideo vorher an, denn dort lernt ihr alle Basics und danach kann es direkt mit dem Bunny-T-Shirt weitergehen. Wenn ihr die Juliana Matejevs Bunny-T-Shirt-Box schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn ihr habt bereits alle Materialien da, die ihr braucht, in perfekter Menge und in super guter Qualität. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefällt, liked und kommentiert es doch sehr gerne und abonniert auch unseren Kanal. Dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen Kollektion mehr verpassen. Dann lasst uns mal schauen, was alles an Materialien in unserer Bunny-T-Shirt-Box drin ist. Als erstes haben wir hier einen Umschlag, zum Beispiel mit Informationen zur Pflege unserer Produkte. Dann 2 große Schnittbögen mit allen Schnittteilen in eurer ausgewählten Größe. Den super weichen und Ökotex-zertifizierten Jersey-Stoff genau in der richtigen Menge. Farblich passendes, hochwertiges Garn. Das Juliana Matejevs Stoffetikett. Unsere Essentials mit goldenem Logo-Plättchen und einer Jersey-Nähmaschinennadel. Dann haben wir ein Transferpapier mit dem Logo-Print und zu guter Letzt natürlich die exklusive Bunny-Illustration, die wir mit dem Sublimationstransferpapier gleich als einen der ersten Schritte auf unseren Jersey-Stoff bügeln möchten. Zusätzlich brauchen wir noch eine Papierschere, um unseren Schnitt auszuschneiden, eine Stoffschere und ich benutze immer noch gerne eine kleinere Schere, um Fäden abzuschneiden, Stecknadeln, und ein Maßband oder ein Handmaß, um unsere Säume später abzumessen. Plus natürlich wie immer Bügeleisen, Bügelbrett und Zugang zu einer Nähmaschine. Dann lasst uns mal unsere Schnittkonstruktion zur Hand nehmen. Es sind 2 große Plotte an der Zahl für das Bunny-T-Shirt. Und ich falte jetzt mal den ersten auseinander. Ich habe hier auf diesem Bogen das Vorderteil sowie einen Ärmel und mein Schnittbild, das mir anzeigt, wie ich meine Papierschnitte gleich auf den Stoff auflegen muss. Ich sehe jetzt hier anhand der Schere, dass ich an der äußeren Linie eines Schnittteils schneiden muss. Das heißt, ich zeige das hier nochmal. Ich schneide genau außen, da wo der weiße Bereich, das sind unsere Nahtzugaben, endet. Also die Zugaben, die wir zum Nähen brauchen, sodass wir die behalten. Und hier schneide ich einmal komplett meine Schnittteile vom ersten Bogen aus. Ich achte dabei darauf, möglichst gerade und möglichst auf den Linien zu schneiden und das alles so ordentlich wie möglich zu machen. Dann habe ich mein erstes Schnittteil fertig, lege mir das zur Seite und mache bei den nächsten Schnittteilen weiter. Das Schnittbild könnt ihr euch einfach so zur Seite legen, das müsst ihr nicht ausschneiden. Das benutzen wir gleich einfach so, wie es ist. So, der erste Bogen ist fertig, dann nehme ich mir den zweiten vor. Und schneide auch hier das Rückteil jetzt als erstes entlang der äußeren Linien aus. Mache das gleiche dann auch mit dem zweiten Ärmel. Und mit meinem Halslochbeleg. So, das war's dann auch schon. Ich habe jetzt alle 5 Schnittteile ausgeschnitten aus dem Papierschnitt und lege mir die hier noch einmal hin. Ich habe also das Vorderteil, das Rückteil, den ersten Ärmel, den zweiten Ärmel, rechts und links, sowie meinen Halslochbeleg. Diese 5 Schnittteile solltet ihr jetzt ausgeschnitten haben und genau die finden wir nämlich auch auf unserem Schnittbild wieder.
Alle 5 Schnittteile sind hier zu sehen. Die sind so aufgelegt, sodass sie auf den von uns für euch zugeschnittenen Stoff passen und nur sehr wenig Abfall entsteht. Das Schnittbild sieht je nach Größe, die ihr bestellt habt, anders aus. Und wie das genau zu lesen ist, das erkläre ich euch gleich. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal unseren Baumwoll-Jersey zur Hand und bügeln den einmal mit Dampf komplett ab. Denn jetzt ist noch die Chance, dass er vorher einläuft. Das soll nicht passieren, wenn wir ihn erstmal zugeschnitten haben oder schon beim Nähen sind, sondern lieber vorher. Ihr könntet ihn auch in die Waschmaschine stecken, bei 30 Grad ihn einmal waschen. Aber das Abbügeln tut es eigentlich genauso gut. Ist der Stoff abgedampft, gucken wir ihn uns mal genau an. Denn er hat eine rechte, also eine schöne, und eine linke, eine weniger schöne Seite. Die rechte schöne Seite ist beim Kleidungsstück immer die äußere. Die linke ist die innere. Wir sehen auf der einen Seite, dass der Jersey eine klare Streifenstruktur hat, mit vertikalen Streifen. Auf der anderen Seite sind es eher Schlingen, beziehungsweise ist gar keine klare Struktur. Wichtig ist jetzt, dass ihr euch merkt, dass die rechte, die Streifenseite, die äußere ist. Und das ist auch die, die wir jetzt nach oben legen, wenn wir den Jersey auf dem Tisch ausbreiten. Wenn ihr keinen Tisch habt, der groß genug ist, könnt ihr das Ganze natürlich auch auf dem Boden machen. Das habe ich bis vor kurzem auch so gemacht. Ist auch kein Problem. Gut wäre es, wenn wir möglichst viel Platz haben und den Jersey einmal ausbreiten können. Und dann auch alle Fältchen einmal glatt streichen. So, wir haben den Stoff jetzt also so vor uns hingelegt, dass die lange Kante quer zu uns liegt und die kurze Kante vertikal zu uns. Diese Seiten finden wir auch auf unserem Schnittbild wieder und legen jetzt alle unsere 5 Schnittteile, genau wie auf dem Schnittbild zu sehen, auf unseren Stoff, auf die rechte Seite. Ich mache das hier jetzt zum Beispiel für die Größe XS bis M. Für das Positionieren gibt es keine genauen Maßangaben. Legt euch das einfach mal so auf den Stoff und schaut, dass alles so drauf passt, wie es eingezeichnet ist. Wenn dann alle 5 Schnittteile auf dem Stoff positioniert sind, dann gucken wir, dass die Linie, die auf der Mitte vom Schnittteil jeweils ist, also der Fadenlauf, der da gekennzeichnet ist, parallel zu unserer Webkante, also der kurzen Seite des Stoffes liegt. Dazu nehme ich mir hier ein Maßband und messe die beiden Strecken aus, einmal oben am Fadenlauf bis zur Kante und einmal unten und möchte, dass beide Angaben von den Maßen die gleichen sind. So kann ich sicherstellen, dass der Schnitt genau, gerade und parallel zu der Kante liegt. Ist das geschehen, fange ich an, den Papierschnitt auf dem Stoff festzustecken. Einmal oben und einmal unten. Stelle dabei nochmal sicher, dass nichts verrutscht. Und zeige euch hier nochmal, wie ich eine Nadel stecke. Ich steche also in den Schnitt ein, auch durch den Stoff bis auf die andere Seite, bis zum Tisch sozusagen und wandere ungefähr 1 cm links davon wieder raus mit der Nadel, sodass ich jetzt den Schnitt auf dem Stoff festgesteckt habe und das beides komplett verbunden ist. Dann stecke ich mir alle Ecken von dem Schnitt auf dem Stoff fest. Und dann immer jeweils in der Mitte von meinen zuvor gesteckten Strecken stecke ich dann auch noch eine Stecknadel. Ich würde dann empfehlen, dass so ungefähr alle 10-15 cm auf jeden Fall eine Stecknadel in eurem Schnitt steckt. Und dann könnt ihr auch genau das gleiche jetzt beim Vorderteil machen. Hier sehen wir ja, dass der Fadenlauf auch parallel zu unserem Print ist. Und um es mir einfach zu machen, messe ich dann einfach von der linken Seite von dem Print bis zu meiner Stoffkante, denn die Strecke ist etwas kürzer und da messe ich jetzt wieder nach, dass der Schnitt parallel zur Kante auf dem Stoff liegt. Und stecke mir auch hier ringsherum viele Nadeln. Als nächstes nehme ich meine 2 Ärmelschnittteile und lege sie wie bei dem Schnittbild vorgesehen auf meinen Stoff auf. Hier kommt der erste, daneben der zweite Ärmel. Wie rum die liegen, ist auch egal. Hauptsache, sie liegen dann auch wieder schön parallel zu unserer Webkante. Und lege mir noch meinen Halslochbeleg auf. Da fange ich auch an, den festzustecken. Ich habe also wieder ausgemessen, dass die Strecken von der Kante oder vom Fadenlauf schön gleichmäßig liegen zur Webkante. Und mache das gleiche auch wieder bei meinen Ärmelschnittteilen. Messe mir das alles aus, stecke mir die Ecken fest und die Strecken dazwischen. Und mache genau das gleiche auch noch bei meinem letzten Ärmelschnittteil. Messe wieder aus,
und stecke mir ringsherum mein Schnittteil auf dem Stoff fest. Ja, dann ist alles fürs Zuschneiden fertig vorbereitet. Wir können jetzt entlang der äußeren Kante von unserem Papierschnitt mit unserer Stoffschere den Stoff ausschneiden. Dabei führe ich die Schere immer mit der Unterseite auf dem Tisch entlang. Das gibt einem einen guten Halt und man kann stabil schneiden und ist auch dabei sehr gerade. Probiert aber einfach so locker wie es geht zu schneiden. Man sieht, hier wird es auch schön gerade, wenn ich schneide. Ich ziehe nicht am Jersey, ich dehne ihn nicht aus. Ich halte ihn einfach nur ganz vorsichtig und gebe ihm so ein bisschen Halt. Auch gerade an den Kanten, wo er sich sonst einrollt. Fasse ich mir das nur so ein bisschen, räume mir das auf. Lege meine linke Hand dann immer auf den Schnitt und schneide mit meiner rechten Hand entlang der äußeren Kante einmal alle Schnittteile aus dem Jersey-Stoff aus. Hier merkt man jetzt auch, dass es leichter wird, wenn man sich mehrere Nadeln gesteckt hat. Denn dann kann der Stoff nicht so abhanden kommen. So wie ich es jetzt gemacht habe, ist es super einfach zu schneiden. Das werdet ihr bestimmt auch jetzt merken. Auch beim Nähen ist es gleich sehr wichtig, dass wir den Stoff nicht ziehen und so ausdehnen, sondern ihn einfach so nehmen, wie er ist. Perfekt! Alles zugeschnitten. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, jedes Schnittteil und an den dazu parallelen Linien kleine Knipse, also kleine Linien. Und da ist es ganz wichtig, dass wir mit unserer Scherenspitze nur so 3-4 mm maximal in den Stoff im 90-Grad-Winkel zur Kante einschneiden, denn das sind Markierungshilfen fürs Nähen. Schaut jetzt bitte mal um alle eure 5 Schnittteile herum und markiert mit eurer Schere die kleinen Knipse. Aber Achtung, nicht zu weit einschneiden, auch lange nicht den ganzen Zentimeter der Nahtzugabe, sondern wirklich nur so 3-4 mm, sodass wir da einfach einen kleinen Schlitz haben im Stoff und den Punkt dort markiert haben, den wir dann später brauchen. Genau das machen wir jetzt an allen Schnittteilen einmal weiter. Bitte kontrolliert noch einmal, ob ihr auch wirklich alle Knipse gefunden habt, denn als nächstes können wir alle Stecknadeln aus dem Papierschnitt in unserem Stoff entfernen und legen uns die Stecknadeln einfach zur Seite, beziehungsweise stecken die einfach wieder in unser Nadelkissen oder auf unseren Magneten und separieren jetzt einmal den Papierschnitt von allen zugeschnittenen Stoffteilen. Ja cool, dann lasst uns mal alle die spiegelverkehrte Bunny-Illustration nehmen. Ich lege mir hier oben mal einen schweren Gegenstand drauf, in dem Fall die Schere. Und wir schneiden jetzt ungefähr 5 mm grob einmal um die ganze Illustration herum. Das muss nicht super genau sein, einfach nur so, dass der Print in seiner Form grob ausgeschnitten ist. Ich mache das auch ein bisschen mit hier so ein paar eckigen oder runden Linien. Soll einfach ein bisschen kleiner sein als das ganze Sublimationsdruck-Transferpapier. Übrigens, das Coole am Sublimationsdruck, den ich hier für euch vorbereitet habe, ist, dass anders als bei so einer normalen Bügelfolie, die man ja zum Beispiel auch zu Hause nutzen und bedrucken kann, ist, dass hier auf chemische Art und Weise
mit der Hitze unsere Illustration komplett in den Stoff einzieht und man nicht so eine unschöne Schicht auf dem Stoff hat, die vielleicht auch noch glänzt, sondern wenn man über den Stoff streicht, spürt man wirklich nicht, dass da irgendetwas drauf sitzt, weil es komplett in den Stoff eingezogen ist und sich mit den Fasern verbindet. Das ist so toll und so hochwertig. Fand ich bei der Entwicklung auch total wichtig, dass es auch ganz anders ist als normales DIY-Papier, was man da sonst benutzen kann. So sieht das dann aus, wenn es ausgeschnitten ist. Als nächstes nehmen wir uns das kleine Transferpapier mit dem Logodruck zur Hand und schneiden auch hier einmal 5 mm entfernt von dem Druck entlang, sodass wir nur noch ein kleines Schnipselchen haben. Nicht wundern übrigens, das Ganze ist ja spiegelverkehrt und das ist auch richtig so, denn wir legen das ja gleich mit der Druckseite auf den Stoff aus, bügeln das Ganze drauf und erst dann soll es natürlich lesbar und richtig rum sein. Das haben wir natürlich beim Anlegen der Illustration beachtet. So sollte dann jetzt auch das Logo-Transferpapier bei euch aussehen. Als nächstes messen wir einmal den Abstand in der vorderen Mitte von der äußeren Kante unseres Schnittteils bis zum Beginn der Illustration aus. Das sind hier ungefähr 10,5 cm. Das sollte ich mir einmal merken oder notieren. Genau das gleiche mache ich dann auch beim Rückteil und messe auch hier von der oberen Kante bis zum Logoprint. Das sind ungefähr 3,5 cm in meiner Größe. Gut, dann bewegen wir uns jetzt einmal zum Bügelbrett und Bügeleisen und stellen unser Bügeleisen auf so eine Stufe zwischen 2 und 3, also schon relativ heiß, und nehmen uns dann einmal unser Rückteil als erstes vor. Ich lege mir das jetzt so vor mich, dass der Halslochausschnitt genau parallel vor mir liegt und so, dass ich dann gleich auch den Logoprint so platzieren kann, wie ich ihn auch lesen würde. Also gerade vor mir von links nach rechts. Streiche mir jetzt meinen Stoff einmal schön glatt und rolle mir die Kanten, die sich beim Jersey ja immer ganz gerne einrollen, einmal aus und stecke die Ecken mit Stecknadeln einfach in das Polster meines Bügelbretts fest. Jetzt nehmen wir uns das kleine Logopapier und falten es einmal ganz vorsichtig in der Mitte, so dass nur oben an der Kante eine ganz kleine Falz zu sehen ist. An meinem Stoff sehe ich auch, wo die Mitte markiert ist, nämlich anhand des mittigen Knipses. Da lege ich mir das Logopapier schon mal grob hin und zwar mit der Druckseite nach unten. Also oben liegt jetzt die Seite, von der man den Schriftzug nicht sehen kann oder nur ein bisschen durchscheinend sehen kann. Und ich lege mir jetzt auch hier, wie ich eben ausgemessen habe, so 3,5 cm von oben, von der Kante vom Stoff, mein Papier auf den Stoff und befestige die Ecken mit einer Stecknadel. Ich stecke dabei nur in den weißen Bereich und stecke auch nur ganz knapp an der Kante in dieses Papier, um das festzumachen auf meinem Bügelbrett und durch den Stoff natürlich. Denn ich möchte nicht, dass sich beim Bügeln, also beim Übertragen von unserem Print, etwas verschiebt. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Viel mehr Stecknadeln würde ich da auch nicht stecken. Ihr müsst auch bei dem kleinen theoretisch gar keine stecken. Ich mache das immer ganz gerne, aber es ist auch kein Muss. Bei dem großen würde ich es auf jeden Fall später raten. Ganz, 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 ganz wichtig ist hier, dass die Stecknadeln wirklich komplett im Bügelbrett stecken und da auch wirklich keinen einzigen überflüssigen Millimeter rausgucken auf der Oberfläche. Es ist wirklich nur der Kopf der Stecknadel, der hier noch rausguckt. Das ist super wichtig, ich betone es nochmal, denn es soll so flach wie möglich liegen und es soll keine unnötige Luft unter das Papier kommen. Jetzt nehme ich das heiße Bügeleisen und lege es einmal mittig auf meinen Print und verrutsche es auch nicht. Es sollte sich also nicht bewegen. Einfach einmal dolle draufdrücken und bis 50, 60 Sekunden auf jeden Fall zählen. Dabei darauf achten, dass der Stoff irgendwie nicht anschmort, aber sollte er im Normalfall nicht. Könnt aber trotzdem mal gucken, dass es an den Rändern nicht dunkel wird. Und wenn ihr dann so bis 50, 60 gezählt habt, das Bügeleisen wieder hochnehmen und zur Seite stellen. Einmal kurz abkühlen lassen. Jetzt nehmt mal eine Stecknadel heraus und schaut schon mal vorsichtig drunter, wie der Schriftzug geworden ist.
Dabei nehmt es am besten noch nicht ganz hoch, wenn ihr euch nicht sicher seid, sondern guckt erstmal, ob alles ganz bedeckt ist. Ansonsten könnt ihr nochmal vorsichtig das Papier wieder ablegen und nochmal feststecken und nochmal drüber bügeln. Dabei aber bitte nicht verrutschen, denn sonst wird das Ganze keine klaren Umrisse haben. Genau so wie bei mir sollte das Ganze jetzt auch bei euch aussehen. Es ist super klar geworden, liegt auch schön gerade und fasst sich super schön und weich an. Ich ziehe jetzt noch meine Stecknadeln, die ich ja vorher ins Bügelbrett an den Kanten gesteckt habe, heraus und nehme das Rückteil dann einmal zur Seite. Jetzt kommt das Vorderteil aufs Bügelbrett und das lege ich so rum, dass links die Saumkante liegt und rechts mein Halsausschnitt. Streiche mir auch das wieder schön glatt. Gucke, dass die Ecken gerade liegen. Schaue auch, dass das Vorderteil möglichst parallel zu mir liegt und zu der Kante vom Bügelbrett. Und habe hier in der Mitte jetzt meine vordere Mitte sichtbar, also den Knips, den wir vorhin markiert haben. Auch unser Bunny falten wir jetzt einmal vorsichtig in der Hälfte und markieren uns den oberen und unteren Punkt. Und legen auch wieder mit der Illustration die Seite auf unseren Stoff. Ich habe mir jetzt hier schon eine kleine Stecknadel gesteckt in Verlängerung von der vorderen Mitte, damit ich weiß, wo ich meine Bunny-Illustration jetzt anlegen muss. Die Höhe haben wir uns ja eben schon ausgemessen auf unserem Schnitt und genau da lege ich die Bunny-Illustration jetzt auf. Guckt dabei auch, dass alles richtig gerade liegt, denn wenn wir es einmal aufgebügelt haben, gibt es dann natürlich kein Zurück mehr. Ich stecke mir jetzt ganz weit in die Ecke eine Stecknadel, um die Bunny-Illustration da festzumachen. Das gleiche auch in der linken oberen Ecke. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu nah an den tatsächlichen Print kommt. Ich nehme meine zuvor gesteckte Stecknadel, mit der ich die Mitte markiert habe, jetzt einmal raus. Die möchte ich natürlich nicht darunter haben. Gucke einmal, dass das ganze Transferpapier schön glatt liegt und stecke mir dann auch den unteren Rand fest. Auch beim Feststecken der Bunny-Illustration ist es super wichtig, dass wir die Stecknadeln wirklich ganz, ganz tief in das Bügelbrett reinstecken und nur noch der Kopf der Stecknadel herausguckt. Dann stecke ich mir auch ein paar Stecknadeln an den Rändern, aber auch wirklich ganz nah an den Rändern und weit entfernt von meinem Print. Wandere hier mit den Stecknadeln hoch. Vergewissere mich nochmal, dass die auch wirklich tief reingesteckt sind. Mache das Ganze dann auch nochmal auf der anderen Seite. Ich habe jetzt jeweils so 3-4 Stecknadeln an die rechte und die linke Seite gesteckt und kann hier ja jetzt den Print etwas durchschimmern sehen. Das ist sehr praktisch, denn da sehe ich ja auch, wo die Stellen sind, an denen kein Druck ist. Und genau in den großen leeren Bereichen stecke ich mir jetzt auch noch eine Stecknadel, um mich zu vergewissern, dass auch die Bunny-Illustration in der Mitte schön glatt liegt und nicht verrutschen kann. Das habe ich also jetzt rechts und links einmal gemacht. Stecke mir auch die Ecken unten nochmal fest. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt wirklich glatt liegt und nicht verrutschen kann, dann kann es mit dem Bügeln losgehen. Aufregend! Wichtig ist auch hier wieder, dass wir das Bügeleisen einfach auf den Bunnyprint abstellen und gerne auch etwas Druck ausüben. Dabei aber nicht hin und her wischen mit dem Bügeleisen. Also es soll die ganze Zeit auf einer Stelle stehen. Und auch hier zählen wir wieder so bis 50, 60 Sekunden hoch. Nehmen dann das Bügeleisen gerade hoch und versetzen es dann nach links, um mit der Bunny-Illustration weiterzumachen und auch den nächsten Teil aufzubügeln. Zählen auch da wieder bis 50, 60, nehmen es wieder hoch und machen so weiter, bis wir denken, dass wir die komplette Illustration erwischt haben. Ich beschleunige das Ganze hier im Video mal ein bisschen. Das heißt, das hier ist jetzt keine Echtzeit, das sind keine 50, 60 Sekunden. Zählt bitte für euch selbst oder stellt euch eine Stoppuhr. Gut, dann können wir als nächstes mal die Stecknadeln rechts am oberen Rand der Bunny-Illustration herausnehmen
Und als nächstes einmal vorsichtig die Transferfolie abziehen und schauen, ob das alles ganz gut geklappt hat und ob die Umrisse auch schön scharf sind. Wenn nicht, haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, das vorsichtig wieder abzusenken, nochmal festzumachen und nochmal die 50-60 Sekunden zu bügeln. Das würde ich empfehlen, sobald ihr seht, dass irgendwas nicht ganz so klar ist, nicht ganz so deutlich oder nicht ganz so scharf. Legt es dann nochmal drauf, aber achtet darauf, dass es wirklich wieder genau den gleichen Platz hat wie vorher. Aber da wir ja nur vereinzelt Stecknadeln entfernt haben, sollte das ganz gut klappen. Das ist der für mich allerbeste Moment, denn erstmals sehen wir, wie schön die Illustration auf dem Stoff aufgebracht ist. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Ihr seht, ich ziehe das wirklich ganz vorsichtig ab und ganz langsam, um auch überall zu gucken, ob es gut geklappt hat. Hier an der linken Stelle ist es bei mir jetzt noch etwas blass, deshalb lege ich das nochmal runter, befestige es mir nochmal und bügele mit meinem Bügeleisen nochmal drüber. Dann wieder abkühlen lassen und weiter geht's mit dem Abziehen. Wenn ich dann an den unteren Rand der Illustration komme, stecke ich mir mittig nochmal ein paar Nadeln, denn ich möchte ja verhindern, dass wenn ich unten abziehe und sehe, dass ich da eigentlich nochmal nachbügeln müsste, dass das ganze Papier dann verrutscht. Also vorsichtshalber nochmal mittig ein paar Nadeln stecken und erst dann unten unter den Rand schauen. Ich habe bei mir unten links noch eine etwas blasse Stelle, deswegen gehe ich auch da nochmal mit dem Bügeleisen drüber. Schaue jetzt nochmal drunter und es hat super geklappt. Das ist jetzt schön klar und kontrastreich. Und damit habe ich jetzt ja überall geschaut, ob es gut geworden ist und kann jetzt das komplette Papier entfernen und ziehe dafür die Stecknadeln heraus. Trommelwirbel, so sieht das Ganze aus. Ich bin mega happy darüber. Der Print mit unserem Sublimationsdrucktransferpapier hat einfach so gut geklappt. Es ist ultra weich, genau als wäre nichts zuvor gewesen, als wäre der Stoff so erschaffen worden. Und genauso, wie man es im Laden kaufen könnte. Also echt richtig perfekt. So eine tolle Qualität. Das wäre geschafft. Jetzt können wir die Nähmaschine vorbereiten und tauschen dazu einmal die Nadel aus. Und setzen unsere Jersey-Nadel, die wir in der DIY-Modebox bekommen haben vom Bunny-T-Shirt, einfach in unsere Nähmaschine ein. Wer dazu noch Hilfe braucht, sollte sich einmal unser Grundlagen-Tutorial anschauen, denn da ist Schritt für Schritt erklärt, wie die Basics an der Nähmaschine funktionieren und wie man zum Beispiel auch unter anderem die Nadel austauscht. Als nächstes bespule ich mir meinen Unterfaden und setze die Spule in die Spulenkapsel ein. Das Ganze setze ich dann zusammen auch in meine Nähmaschine ein, indem ich den unteren Teil aufklappe. Drücke meine Kapsel hier rein, bis es Klick macht. Und wer auch hierzu noch Hilfe braucht, schaut auch mal wieder gerne in unser Grundlagenvideo. Jetzt nehmen wir uns unsere Garnrolle und fädeln auch den Oberfaden ein. Das ist ja bei jeder Nähmaschine etwas verschieden. Ich mache das mal schnell, wie es bei meiner geht. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, guckt gern wieder ins Grundlagenvideo oder schaut auch in die Anleitung zu eurer speziellen Nähmaschine. Als nächstes hole ich mir den Unterfaden einmal hoch, indem ich das Handrad drehe. Ziehe den Faden mit der Schlaufe nach oben. Klappe mir das unten wieder alles zu und bin dann fertig zum Nähen. Unsere Stichlänge stellen wir für das gesamte Projekt auf 2,5. Stellt das gerne mal ein und verstellt es danach für das ganze Bunny-T-Shirt nicht mehr. Das ist die normale Standardlänge. Und den Stich stellen wir auf den normalen Geradstich ein, den Doppelsteppstich, also einfach die gerade Naht nach vorne. Dann mache ich immer eine Nähprobe mit meinem Originalstoff. In dem Fall nehme ich mir hier einen kleinen Rest von meinem Jersey, klappe den einmal in der Mitte um und setze einmal an, als würde ich eine normale Naht nähen.
Ich senke dafür mein Füßchen, halte meine Fädenenden mit der einen Hand fest und nähe ein paar Stiche vorwärts los, ein paar Stiche rückwärts, um zu verriegeln und nähe dann die ganze Länge ungefähr 1 cm von der Kante entfernt bis zum Ende, nähe wieder rückwärts, nähe wieder vorwärts, hebe wieder mein Füßchen und die Nadel und schneide den Faden ab. Und gucke einmal, wie die Naht geworden ist. Wenn die gleichmäßig aussieht und von oben und unten gleich, dann ist alles gut. Ansonsten hätte man jetzt noch die Chance, etwas umzustellen. Schaut auch dafür nochmal in eure Anleitungen. Das ist immer gut, denn dann weiß man vorher schon mal, ob alles richtig eingestellt ist oder nicht und kann dann vorher noch Änderungen vornehmen, ohne dass man dann direkt am richtigen Teil, am Bunny-T-Shirt, etwas gemacht hat, das man dann wieder auftrennen muss. Gut, als nächstes können wir uns das Vorderteil einmal nehmen und mit der rechten, also der schönen Seite, mit unserem Print nach oben auf unseren Tisch legen. Nehmen uns dann das Rückteil dazu und legen die rechten Seiten aufeinander, also die beiden schönen Seiten mit dem Print, die liegen jetzt innen. Rechts und links möchten wir die Seitennähte jetzt feststecken, dafür drehe ich mir das einmal um 90 Grad und fange mit der oberen Seitennaht, die hier jetzt oben liegt, an. Nehme mir dafür einmal meine Stecknadeln und beginne an der linken Seite die gerade Linie festzustecken. Die beginnt da, wo eine Ecke kommt, mit einer Kurve. Das ist später unser Armloch. Ich möchte jetzt nur die gerade Strecke feststecken und dafür stecke ich mir eine Stecknadel wie zuvor bei unserem Papierschnitt und dem Zuschneiden von rechts nach links in den Stoff. Mache genau das gleiche auch an meiner rechten Seite. Da ist die Ecke zum Saum. Und stecke mir auch da einfach eine Stecknadel, ungefähr 1 cm von der Kante entfernt, von rechts nach links in den Stoff. So, dann lege ich den Stoff einmal glatt vor mich hin und gucke, wo ungefähr die Hälfte ist und stecke mir dort die nächste Stecknadel. Das ist ungefähr hier. Wir achten darauf, dass beide Stoffkanten genau aufeinander liegen und gemeinsam abschließen. Und auch dann stecke ich mir noch 1-2 Stecknadeln zwischen meinen bisher gesteckten Stecknadeln, damit die gesamte Strecke einmal gut fixiert ist. So sollte das dann aussehen. Genau das, was wir jetzt gerade auf der rechten Seite gemacht haben, machen wir auch nochmal auf der linken Seite, denn wir haben ja ein symmetrisches T-Shirt. Also fast alles, was wir machen, machen wir heute zweimal. Auch hier stecke ich mir wieder die Kante als erstes, die zum Armloch führt. Dann die untere Kante, die am Saum ist. Achte auch hier wieder darauf, dass ich von rechts nach links stecke, denn dann lassen sich die Nadeln beim Nähen besser herausziehen. Stecke mir auch hier als nächstes wieder die Mitte und anschließend noch Nadeln, dann jeweils in die neuen Mitten. So, beide Seitennähte rechts und links sind jetzt festgesteckt und genau das gleiche machen wir jetzt noch mit den Schulternähten. Dazu fange ich hier bei der rechten Schulternaht an, habe hier 2 gerade Strecken. Bei der hinteren ist es etwas schwieriger zu sehen, weil die Halslochrundung nicht ganz so dolle ist. Aber schaut da einfach mal genau hin, dann seht ihr auch dort die Schulterstrecke. Stecke mir dann wieder die eine Ecke, dann die andere Ecke. Achtet am besten darauf, dass sich das Ganze dabei dann nicht so einrollt. Und als nächstes auch hier wieder die Mitte. Wenn ihr möchtet, steckt auch in den Strecken dazwischen noch eine Nadel. Ich mache das jetzt hier nicht, aber wenn ihr euch dann sicherer fühlt, ist das natürlich auch gar kein Problem. Auch auf der linken Seite nehmen wir wieder beide Ecken als erstes, stecken uns die am Halslochausschnitt fest. Die Ecken und die Strecken passen genau aufeinander.
und fixieren dann auch wieder die Mitte. Super! Diese 4 Nähte, die wir jetzt gesteckt haben, 2 Schulternähte und 2 Seitennähte, die nähen wir jetzt an der Nähmaschine zusammen. Den Stoff lege ich mir jetzt so unter die Maschine, dass die Kanten rechts sind und der große Teil vom Stoff links. Senke dann mein Füßchen ganz am Anfang meiner Naht, nehme mir die erste Stecknadel heraus, senke auch die Nadel, nähe dann ein paar Stiche vorwärts, ein paar rückwärts und die ganze Strecke dann im Abstand von 1 cm zur Kante bis zum Nahtende, also bis da, wo die gerade Kante endet. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo die Markierung für 1 cm an eurer Nähmaschine ist, um den Stoff dort anzulegen, schaut auch nochmal in unser Grundlagenvideo, denn da erkläre ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr keine Markierung dafür auf eurer Nähmaschine haben solltet. Ich komme jetzt zum Ende, nähe ganz bis zum Schluss, also bis an die Kante, dann erst rückwärts, nochmal vorwärts und schneide meinen Faden dann ab. Ja, super easy eigentlich. Und so wie wir es jetzt auch gesteckt haben auf der anderen Seite, machen wir das auch hier und nähen einmal vom Armloch bei der Kante bis runter zum Saum. Beim Anfang immer darauf achten, dass ihr den Faden auch gut festhaltet, sonst fädelt sich die Nadel mal aus. Das wäre aber auch kein Problem, dann einfach den Faden wieder neu einfädeln. Immer wenn ihr zu einer Stecknadel kommt, nehmt ihr die einfach raus, legt euch die zur Seite oder steckt euch die in euer Nadelkissen. Hört dann einfach kurz auf zu nähen und näht dann weiter, sobald ihr könnt. Achtet beim Nähen auch darauf, dass die Kanten möglichst gerade aufeinander liegen und sich dann nichts verschiebt. Und dass die Kanten auch schön glatt liegen und nicht eingerollt sind. Ich nähe wieder ganz bis zum Ende, dann ein paar Stiche rückwärts und ein paar Stiche vorwärts und schneide auch hier wieder meinen Faden ab. So sieht das Ganze dann aus. Es ist eine schöne, ordentliche und gerade Naht geworden und das auf beiden Seiten. Ich hoffe, das hat gut geklappt, denn dann könnt ihr genau das gleiche auch nochmal an den Schulternähten machen. Die sind hier jeweils auch einfach gerade, wenn auch ein ganzes Stück kürzer als unsere Seitennähte. Auch hier fangen wir wieder ganz am Anfang an und nähen bis ganz zum Schluss. Genau das gleiche machen wir auch noch bei der anderen Schulternaht. Super, dann sind eure ersten 4 Nähte schon mal genäht. So, dann einmal zum Bügeln würde ich sagen. Wir bügeln die Naht als erstes einmal platt, sodass sie schön glatt ist. Das Bügeleisen kann so eingestellt sein wie zuvor, aber jetzt können wir auch Dampf benutzen. Und dieses Plattbügeln, das würde ich jetzt nacheinander einmal mit allen 4 Nähten machen, die wir schon genäht haben. Und dann lege ich mir die Nahtzugaben so zurecht, dass die untere Lage schön glatt liegt und ich da keine Falte bügeln kann, aber die Nahtzugaben schon so ein bisschen auseinanderfallen. Denn das möchte ich jetzt. Die Nahtzugaben möchte ich auseinander bügeln, damit das Oberteil an den Nähten von außen super schön glatt aussieht und auch wieder wie im Laden. Ich bügele da jetzt einfach mal drüber, gerne auch mit etwas Dampf. Und so soll das Ganze dann aussehen. Die Nahtzugaben sind, wie man sieht, schön auseinander gebügelt. Und genau das mache ich jetzt wieder bei allen 4 Nähten. Lasst uns jetzt die Ärmel stecken. Dafür legt ihr die rechte Seite nach oben, also die schöne mit den leichten Streifen, und faltet den Ärmel einmal über, sodass die beiden kurzen geraden Seiten aufeinander liegen. Hier stecken wir jetzt wieder links die Kante fest und rechts die Ecke. Die Strecken sind auch wieder gleich lang.
und stecken hier auch noch einmal die Mitte. So soll das aussehen. Die Strecke nähen wir dann gleich an der Nähmaschine. Und natürlich müssen wir auch noch den anderen Ärmel vorbereiten. Auch den falten wir in der Mitte wieder einmal über und stecken uns die beiden Kanten und die Mitte aufeinander. Perfekt, dann ist auch das vorbereitet. Auch die Ärmelnähte schließen wir genau auf die gleiche Art und Weise wie zuvor die Seitennähte und die Schulternähte. Das sind einfach gerade Nähte und die nähen wir von Anfang bis Ende mit einem Abstand von 1 cm zur Kante gerade herunter. Dabei Anfang und Ende verriegeln bitte und die Fäden am Ende einfach abschneiden. Übrigens schaut auch für mehr zum Thema DIY-Mode-Inspiration auf unserem Instagram vorbei unter juliana-matthäus_official und seht, wie wir das Bunny-T-Shirt zum Beispiel kombinieren würden. Wenn die eine Ärmelnaht gut geklappt hat, klappt die zweite bestimmt genauso gut. Also würde ich sagen, ran an die zweite. Ja, und auch bei den Ärmelnähten bügeln wir die Nahtzugaben erstmal nur platt und glatt und dann auseinander. Es bietet sich auch an, von außen nochmal drüber zu bügeln, dann ist es nochmal zusätzlich glatt. Gut, wenn wir dann das Oberteil so vor uns liegen haben, wie es jetzt gerade ist im aktuellen Stand, dann würde ich es einmal so drehen, dass wir das Armloch gut sehen können. Also so, dass wir sozusagen seitlich drauf schauen. Hier möchten wir jetzt unseren Ärmel einnähen. Dann nehmen wir uns jetzt den einen Ärmel und schauen mal, ob es der richtige ist. Wenn wir jetzt die Ärmelnaht und die Seitennaht aufeinander stecken, indem wir hier so eine vertikale Nadel stecken, genau durch die beiden Nähte. Dann sollte links sowohl im Armloch als auch im Ärmel die Seite sein, die einen Knips hat und rechts sollten beide Teile 2 Knipse haben. So seht ihr, dass der Ärmel im richtigen Armloch ist. Wenn bei euch jetzt ein Knips auf 2 Knipse treffen sollte, dann müsstet ihr einmal den Ärmel nochmal tauschen. Wir halten es jetzt so, dass wir die eine Seite mit den beiden Knipsen genau aufeinander haben und stecken uns da eine Nadel. Das ist so ungefähr 10 cm lang und genau in die Mitte stecken wir noch eine Nadel. Dann haben wir schon mal einen Teil hier festgesteckt, machen das gleiche noch auf der anderen Seite und zwar da, wo wir jeweils einen Knips haben, im Armloch und im Ärmel. Genau diese beiden Punkte halten wir auch aufeinander, sodass die Kanten wieder glatt aufeinander liegen und stecken uns da die nächste Nadel. Und auch hier stecken wir wieder eine Nadel genau in die Mitte. Super, ihr könnt jetzt einmal von außen gucken, das ist so ein ganz guter Trick, um zu sehen, ob es schon mal soweit richtig aussieht. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, das könnte ein Ärmel werden, dann ist es richtig. Und wir stecken jetzt noch das obere Teil dran. Das machen wir so, wir wenden einmal unser Oberteil und halten es so, dass wir das Armloch so vor uns liegen haben und der Ärmel nach innen gekehrt ist. Hier haben wir jetzt die zuvor gesteckten Nadeln. Und in dem Ärmel, der jetzt innen liegt, gibt es noch einen weiteren Knips. Dieser Knips zeigt genau an, dass er auf unserer Schulternaht sitzen soll. Hier falten wir die Nahtzugaben nochmal auseinander und halten den Knips genau, sodass wieder alles noch rechts auf rechts liegt. Stecken da eine Nadel, genau auf der gleichen Seite wie unsere zuvor gesteckten Nadeln.
und haben jetzt ja noch rechts und links von dieser Nadel auf der Schulternaht Strecken, die wir noch zustecken müssen. Da gibt es jetzt im Ärmel ein bisschen mehr Weite, also die Strecke von dem Ärmel ist ein kleines Stückchen größer als die vom Armloch. Das ist auch so beabsichtigt, das ist für die Bewegungsfreiheit. Ihr könnt euch das dann einfach so ein bisschen ausdehnen und gleichmäßig verteilen und dann noch 2 Nadeln stecken. Hier zeige ich nochmal die Mehrweite, die wir da sehen. Dehne ich da einfach so ein bisschen aus. Und taste mich dann mit meinem Daumen und Zeigefinger zur Mitte vor und schaue nochmal, ob die Mehrweite von dem Ärmel jetzt rechts und links ungefähr gleich ist. Stecke mir dann mittig eine Nadel und beim Stecken der anderen Nadeln dehne ich das Ganze auch noch ein bisschen aus, um auch hier die Mehrweite wieder gleich zu verteilen. Super, genau so sollte das jetzt aussehen. Es ist einmal komplett drumherum alles festgesteckt. Zur Kontrolle ziehe ich es jetzt nochmal auf die richtige Seite, vorsichtig, sodass die Stecknadeln nicht rausfallen. Und gucke einmal, ob das gut aussieht. Und das tut es. Das ist immer ganz gut, weil wenn man hier sieht, dass es gut aussieht, dann sollte es auch später gut aussehen. Ansonsten sieht man hier auch gut, wenn man jetzt was verdreht hätte oder so, dann sieht man das auf den ersten Blick, weil dann sieht es plötzlich nicht mehr aus wie ein T-Shirt. Und das kann man dann ja nochmal beheben, indem man die Stecknadeln einfach nochmal rauszieht und das Ganze einfach nochmal vorsichtig von vorne macht. Super, dann ziehe ich mir das Ganze nochmal auf links, denn von da möchte ich natürlich gleich nähen. Und stecke es mir genauso auch nochmal beim anderen Ärmel. Ich lege mir auch hier das Oberteil wieder vor mich mit der Vorderseite nach oben und drehe es dann etwas, sodass ich von der Seite drauf schauen kann und das Armloch ganz sehe. Dann nehme ich mir den anderen Ärmel, lege ihn auch wieder rechts auf rechts, sodass die Nahtzugaben jetzt zu mir zeigen. Achte darauf, dass wieder beide Nahtzugaben schön auseinander liegen. Stecke meine vertikale Nadel genau durch beide Nähte, bei einem Zentimeter ungefähr. Schaue dann wieder rechts und finde hier meinen einen Knips. Schaue auch rechts im Armloch, finde da auch wieder einen Knips. Super, alles richtig gemacht. Halte mir diese beiden aufeinander und stecke mir dort eine Nadel. Die nächste Nadel kommt dann in die Mitte. Und jetzt gucke ich links, ob ich hier meine 2 Knipse finde. Ärmel und im Armloch. Und auch hier stecke ich mir dann wieder eine Nadel. Dann, wer hätte es gedacht, wieder eine Nadel in die Mitte. Und jetzt kann ich das Ganze wieder auf links ziehen. Und zwar so, dass ich das Armloch wieder schön vor mir liegen habe und nur die Nahtzugaben habe. Der Ärmel ist also innen liegend. Und begebe mich wieder auf die Suche nach dem Knips im Ärmel. Da habe ich ihn gefunden. Der kommt wieder genau auf die Schulternaht, wovon ich die Nahtzugaben wieder auseinanderlege. Und stecke mir hier wieder eine Nadel. Hier habe ich dann wieder etwas mehr Weite im Ärmel, die ich gleichmäßig auf die beiden Hälften verteile. Stecke mir 2 Nadeln. Viel mehr Weite ist das übrigens nicht, das ist nur minimal. Das bekommt ihr auch super gut unter der Nähmaschine verarbeitet. Auch hier schaue ich, dass die Strecken schön gleichmäßig verteilt liegen. Und stecke mir meine letzten 2 Nadeln. Perfekt, dann lasst uns mal wieder an die Nähmaschine und diese Strecke zusammennähen. Übrigens achtet auch gut darauf, dass ihr ja die runde, gebogene Strecke vom Ärmel in das Armloch einnäht und nicht den Saum, also nicht die gerade Strecke. Ich fange jetzt, wenn ich den Ärmel einnähen möchte, bei der Seitennaht und Ärmelnaht an.
also da, wo diese beiden auseinandergefalteten Nahtzugaben aufeinander liegen, nehme mir da meine vertikale Stecknadel einmal raus, halte meinen Faden fest und fange einfach an zu nähen, als wäre es ein Anfang einer Naht oder eine Kante. Und nähe jetzt einmal komplett herum. Dabei einfach ganz gerade nähen, den Abstand von einem Zentimeter zur Kante halten, immer bis zur nächsten Stecknadel vortasten und die dann entfernen und weiter nähen. Hier unten bei der Unterseite am Ärmel gibt es ja auch noch keine Mehrweite. Sobald ihr aber merkt, da habe ich etwas Mehrweite, die eine Strecke ist also länger als die andere, zieht einfach so an dem Jersey etwas, dass beide Strecken gleich lang sind und näht sie dann so aneinander. Also beim Nähen einfach ein kleines bisschen ziehen. Doll muss das nicht sein, wirklich nur ganz sachte, so dass die Strecken gleich lang sind. Auf keinen Fall möchten wir doll an dem Jersey ziehen und den ganzen Stoff ausdehnen beim Nähen. Nur die eine etwas kürzere Strecke, sodass sie genauso lang ist wie die etwas längere Strecke. Bei den anderen Nahtzugaben auch wieder darauf achten, dass sie schön auseinander liegen, wenn wir drüber nähen. Und dann einfach Schritt für Schritt den Ärmel einnähen. Gar nicht so schwer, oder? Für mich war Ärmel einnähen früher immer wirklich so ein Graus, aber seit ich mir den so gut stecke und das einfach Schritt für Schritt mache, funktioniert das so viel besser und ist jetzt auch gar nichts Schlimmes mehr. So, da ist auch schon das Ende in Sicht. Ich nehme mir noch die letzte Stecknadel raus, sehe dann ja den Anfang und nähe da einfach noch so 2-3 cm über die gleiche Strecke, die ich zuvor genäht habe, um das Ganze festzumachen und dann erst wieder rückwärts und vorwärts zum Verriegeln zu nähen. Das Ganze dann abschneiden und der erste Ärmel ist eingenäht. Super! Genau das gleiche machen wir nochmal. Wir fangen wieder dort an, wo Seitennaht und Ärmelnaht aufeinandertreffen und nähen einmal komplett um den Ärmel herum. Das war's auch schon mit dem zweiten Ärmel. Mega, mega gut. Unser T-Shirt, das ja jetzt noch auf links gedreht ist, drehen wir jetzt einmal auf rechts, also auf die schöne Seite. Und kontrollieren einmal, ob unsere Ärmelnaht gut geworden ist und wir auch keine Fältchen oder so eingenäht haben. Als nächstes nehmen wir unseren Halslochbeleg und falten ihn in der Mitte einmal rechts auf rechts und legen die kurzen Seiten aufeinander. Dort können wir uns eine Nadel stecken, denn diese kurze Strecke möchten wir jetzt zusammennähen. Dabei darauf achten, dass das Band nicht verdreht ist, sondern so gerade liegt. Lasst uns das direkt mal machen. Hier nähen wir jetzt eine kurze gerade Naht. Und auch hier bügeln wir die Nahtzugaben wieder erst platt und dann auseinander. Einmal in der Mitte umgeschlagen, legen wir jetzt die Nähte von dem Halslochbeleg auf die hintere Mitte. Und zwar so, dass beide offenen Kanten aufeinander liegen. Das Ganze rollt sich ein bisschen ein, ich weiß. Guckt dann aber mal nach dem Knips, das ist der Knips für die vordere Mitte, und schlagt auch da das Band einmal in der Mitte um. Legt euch das Ganze jetzt mal so hin, dass ihr auch das Vorderteil seht. Und steckt als nächstes den umgeschlagenen Knips, den ihr gerade habt, auf die vordere Mitte. Achtet dabei darauf, dass das Band nicht verdreht ist, sondern die komplette Zeit die offenen Kanten an der Kante des Halslochs laufen.
So sieht das Ganze jetzt aus. Und auch hier sieht man, dass das Halslochband deutlich kürzer ist als die Strecke des Halslochs. Das ist auch so richtig, denn das Band soll das Ganze ja so ein bisschen eng zusammenziehen und eng am Hals anliegen. Wenn wir hier aber so ein bisschen dehnen, können wir auch hier wieder die Mitte ertasten mit unseren Zeigefingern und Daumen und versuchen in der Mitte mit gleich verteilter Mehrweite die nächste Nadel festzustecken. Die Nahtzugaben der Schulternaht lege ich wie immer auseinander. Und wenn ich mir die mittlere Nadel gesteckt habe, dann teile ich wie immer die restlichen Strecken und stecke mir auch hier meine Nadeln mit gleich verteilter Mehrweite des Halslochs. Wenn die erste Hälfte gesteckt ist, dann mache ich genau das gleiche auch nochmal auf der zweiten und verteile auch hier die Weite super gleichmäßig auf das Halslochband. Gut, dann schauen wir noch einmal, ob wir auch die ganze Rundung festgesteckt haben, also einmal komplett ums Halsloch herum. Und wenn wir dann sehen, dass nichts verdreht ist und alles richtig gesteckt und gleichmäßig die Weiten verteilt, dann können wir das Ganze zusammennähen. Dabei fangen wir bei der hinteren Mitte an zu nähen. Unsere Kanten vom Stoff zeigen wie immer nach rechts, das ganze Band und unser T-Shirt nach links. Und wir fangen wie beim Ärmel einfach mittig an zu nähen und nähen einmal die gesamte Strecke drumherum, bis wir wieder da ankommen, wo wir angefangen haben. Achtet wieder darauf, dass ihr die kürzere Strecke so weit ausdehnt, dass sie genauso lang ist wie die längere Strecke, wenn ihr näht, aber nicht beide Stoffe zusammen sehr ausdehnt. Die Kanten hier möchten sich wieder ein bisschen einrollen. Achtet beim Nähen darauf, die einfach ein bisschen auszufahren, auszurollen mit den Fingern und dann drüber zu nähen. Gut, wir sehen hier schon das Ende, fahren da wieder drüber, verriegeln dann und schneiden den Faden ab. Jetzt müssen wir unser Band, das wir gerade an das Halsloch angenäht haben, schön bügeln. Und dabei benutze ich immer viel Dampf und auch ein bisschen Wasser, was ich drauf spritze mit meiner Spritzfunktion vom Bügeleisen. Und zwar ist es ganz wichtig, dass wenn da jetzt kleine Wellen sind zum Beispiel in unserem Oberteil, dass wir da lange drauf dampfen und das dann auch so abkühlen lassen, damit die verschwinden. Und die Kanten von unserem Band bügeln wir ganz scharf um. Gut, dann können wir jetzt die Säume umbügeln und da fange ich einfach mal bei den Ärmeln an. Ich lege mir den Ärmel so vor mich, nehme mir dann etwas zum Ausmessen, also ich in meinem Fall das Handmaß und klappe mir genau 2 cm von dem Stoff am Ärmelsaum nach innen um. Dann bügele ich da mal schön drauf, damit eine scharfe und klare Kante entsteht. Und stecke mir das Ganze fest. Das mache ich einmal ringsherum um den kompletten Saum.
So sollte das Ganze jetzt von außen aussehen und man sieht, das wird schön ordentlich, denn die Kante ist schön scharf und da können wir gleich mit der Nähmaschine drüber steppen. Zuerst stecke ich mir aber noch den anderen Ärmelsaum, genauso wie ich es gerade gemacht habe, mit den 2 cm Nahtzugaben, die ich nach innen umschlage. Und anschließend mache ich noch genau das gleiche, auch bei meinem Saum vom ganzen T-Shirt. Der ist etwas länger als die Ärmel natürlich, aber es funktioniert genau auf die gleiche Art und Weise. Die Nahtzugaben lege ich mir wie immer schön flach auseinander und stecke dann die Stecknadel drüber, wenn ich den Saum umschlage. Ja, wenn wir sowohl beide Ärmel als auch den Saum vom T-Shirt festgesteckt haben mit den 2 cm, dann können wir uns wieder an die Nähmaschine begeben. Ich platziere mir jetzt den Ärmelsaum so unter meinem Füßchen und der Nadel, dass die Nadel so 1-2 mm von der Stoffkante, die ich gerade umgeschlagen habe, einstechen wird. Und ich dann quasi knappkantig, ca. 2 cm von meinem Umbruch entfernt, einmal den ganzen Saum absteppe. Dafür entferne ich wieder die Stecknadeln, wenn ich so weit komme und nähe einmal vorsichtig komplett herum, bis ich wieder da ankomme, wo ich angefangen habe. Ich nähe jetzt auch hier bei meinem Anfang wieder 2-3 cm drüber und verriegle dann, hebe dann Nähfuß und Nadel und schneide den Faden ab. So sollte das Ganze dann jetzt aussehen. Ich habe eine gerade Naht parallel zur Kante ungefähr 2 cm davon entfernt und mache jetzt genau das gleiche auch nochmal beim anderen Ärmel. Gut, und genau so jetzt nochmal beim Saum des T-Shirts. Ich bügle dann von außen und innen noch einmal schön über meine neu gefertigten Säume, sodass das auch richtig gut aussieht. Gut, um das T-Shirt dann auch noch komplett fertigzustellen, können wir als nächstes einmal unser Logo-Etikett zur Hand nehmen und es mittig auf unserer Nahtzugabe platzieren. Wir können uns außerdem die Garnrolle von der Nähmaschine abziehen und wickeln da ein Stückchen ab, ungefähr eine Armlänge, und nehmen uns auch eine Nähnadel zur Hand, in die wir das Ende unseres Garns einfädeln.
Der Faden liegt dann doppelt für ungefähr 10 cm und in das lange Ende des Fadens machen wir einen Knoten. Ich wickle einmal von hinten nach vorne den Faden um meinen Finger, halte ihn mit dem Daumen fest und schrubbel ihn dann so ein bisschen ab. Also ich drehe den Faden übereinander und halte ihn die ganze Zeit aber mit meinem Daumen und Zeigefinger fest, sodass dann automatisch ein Knoten entsteht. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, geht ganz schnell, aber ansonsten könnt ihr natürlich auf jede beliebige Art und Weise einen Knoten in das Fadenende machen. Den Faden schneide ich dann kurz hinter meinem Knoten ab und bin fertig zum Nähen. So, dann befestige ich als erstes die obere rechte Ecke. Ich steche von hinten nach vorne in das Etikett ein, in die Naht, die wir da haben, bis das Knotenende meinen Faden sozusagen stoppt. Steche dann in den Stoff ein, aber nur in die Nahtzugaben, nicht bis ganz nach außen, nur durch die ersten 1-2 Lagen. Und von hinten dann direkt wieder in mein Etikett. Ich achte immer darauf, dass meine kleine Naht, die ich hier mache, vertikal ist. Gehe dann wieder in den Stoff und durch das Etikett. Mache das noch ein drittes Mal. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht bis auf die andere Seite näht. Von außen möchten wir das ja nicht sehen. Noch ein viertes Mal. Sehr gut. Und dann können wir den Faden vernähen. Dafür steche ich wieder einfach in den Stoff ein, an einer kleinen Stelle. Dann entsteht eine Schlaufe und durch die gehe ich mit meiner Nadelspitze durch. Das Ganze mache ich noch einmal. Ich steche hier durch den Stoff ein, gehe mit der Nadelspitze durch die Schlaufe und ziehe das Ganze fest. So ist der Faden dann vernäht. Wir können ihn hier abschneiden und genau das gleiche machen wir dann auch noch auf der anderen Seite. Auch dafür mache ich mir wieder einen Knoten in mein Fadenende. Und wiederhole genau die gleichen Schritte, die ich gerade rechts genommen habe, um das Etikett anzunähen, auch links. Ich steche von hinten nach vorne in das Etikett ein, bis der Knoten mich stoppt. Nähe dann ein paar Mal durch Stoff und Etikett und vernähe den Faden am Ende. Tada! Sieht doch schon richtig aus wie ein cooles, fertiges Designerstück. Dann, last but not least, nehmen wir uns unsere Essentials das letzte Mal und holen das goldene Logoplättchen hervor. Das legen wir dann im Vorderteil vom Ärmel, ein paar Zentimeter von der Kante, also da wo der Ärmel die Mitte hat, entfernt, auf den Stoff auf und machen uns wieder einen Knoten in das Fadenende, aber nehmen den Faden diesmal doppelt. Also beide Fadenenden sind dieses Mal gleich lang. Dann mache ich den Knoten in beide Fäden zugleich, schneide mir das Ende wieder kurz und nähe jetzt das Logoplättchen an, wie ich auch einen Knopf annähen würde. Ich steche von innen nach außen an der Stelle, wo ich mein Logoplättchen platzieren möchte, in den Stoff ein, bis der Knoten mich wieder stoppt. Ich mache das Ganze übrigens genau auf der Ärmelsaumnaht. Nähe dann einmal auf der Stelle, gehe mit der Nadelspitze durch die Schlaufe, um den Faden festzumachen und gehe dann von hinten nach vorne durch das eine Loch des Logoplättchens. Ziehe das fest, gehe dann durch ein Stückchen Stoff und wieder durch das Logoplättchen. Ziehe das auch wieder fest. Mache das noch ein drittes Mal. Und gehe jetzt in den Stoff herein und in der Breite des Plättchens links wieder heraus, sodass ich dann die linke Naht einfach nähen kann. Ich gehe von unten nach oben wieder in das Plättchen, dann durch Stoff und Plättchen. Ziehe das fest, mache das noch ein drittes Mal und kann jetzt den Faden vernähen. Dafür steche ich einfach von oben nach unten in den Stoff ein, gucke dann von innen mal, nehme die Nadel heraus, nähe wieder auf der Stelle und gehe mit der Nadelspitze wieder durch die Schlaufe, die entsteht. Diesmal ja von 2 Fäden. Ziehe das Ganze fest und mache das nochmal. Ich nähe auf der Stelle und gehe durch diese beiden entstandenen Schlaufen. Damit ist das Logoplättchen auch angenäht. Schneiden wir das noch ab und dann sieht es so aus. Richtig, richtig schön und edel. Dann ist Endbügelzeit angesagt. Ich bügele mir das Bunny-T-Shirt noch einmal richtig schön glatt, sodass es dann perfekt tragfertig ist. Und damit wäre es dann geschafft. Mega, mega cool. So sieht es dann jetzt am Ende aus. Ich finde, es ist perfekt geworden.
so schön, so cool, jetzt auch zum aktuellen Frühling und Sommer. Und darauf könnt ihr echt mega stolz sein. Toll gemacht! Ja, ganz vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht und ihr tragt das Bunny-T-Shirt genauso gerne und so häufig wie ich. Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes gemeinsames Nähen und unser nächstes gemeinsames Video. Und bis dahin natürlich darauf, eure Resultate zu sehen unter dem Hashtag Juliana Matejevs on Me. Also fühlt euch gedrückt und bis bald!